Hey, ich hoffe, du kannst mich sehen, weil ich dich nämlich nicht. Die heutige Jugend redet sich ein, dass Fanatismus der einzige Weg ist, sich der Realität zu stellen. Das mag vielleicht naiv klingen, aber das ist wahr. Sonst wüsste ich nicht, wie ich mir meine Lage erklären soll. Ich glaube zwar fest an dich, aber manchmal dahinter frage ich deine Wege. Vielleicht ist das Ganze nur naiver Realismus. Ich bin Sarah, 19 Jahre alt und führe professionelle Selbstgespräche. Das ist immerhin hilfreich, um sich die Umgebung vorzustellen, wenn man nur noch über 2% des Sehvermögens verfügt. Das sind meine Eltern. Sie machen sich Sorgen um mich. Nur halt unbegründet. Sie sind immer noch der Meinung, dass mich meine Blindheit übermäßig einschränken würde. Aber wenn man nie so richtig gesehen hat, dann kann man doch auch nichts vermissen. Oder? Es wird nicht schneller gehen, nur weil du da wie ein Geist herumkreist. Setz dich. Du machst mich nervös. Ich kann doch nicht anders. Sarah, die Befunde sind alle so geblieben. Für heute sind wir fertig. Ganz klar. Vielen Dank. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bitte, Sarah. Also bei Sarah ist der Blut ganz stabil geblieben. Das Sehvermögen liegt bei 2%. Das ist nach WHO Grad 4. Die Blendempfindlichkeit hat nicht zugenommen. Und die Sarah versichert mir immer wieder, wie gut sie mit ihrer Sehbehinderung zurechtkommt. Es besteht also kein Grund zur Sorge. Ich bin da ganz optimistisch, dass sie gut zurechtkommt. Dankeschön. Ja, ein Sonnenschein war sie schon immer. Ich glaube, sie ist diejenige von uns allen, die ihre Behinderung am wenigsten stört. Das ist meistens so. Und da wollen wir sie alleine wegziehen lassen. Sie ist 19 Jahre lang damit zurechtgekommen, ohne dass wir sie überall hin begleitet haben. Aber bis nach Thüringen. Das ist meine Entscheidung. Das ist so weit weg, wenn da irgendwas passiert. Ich glaube, ich lasse sie mal allein. Ich muss noch weiter, ich habe noch zu tun. Und ich sehe die Sarah wieder im halben Jahr zur Kontrolle. Ich wünsche ihr alles Gute. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Einen schönen Dankeschön. Tag. Schönen Tag. Wiedersehen. Danke. Mein Rucksack? Okay, Liebling, wollen wir? Ja. What a lovely day. The sun is out and I'm feeling so great. Here, everything's okay. I feel
feel it coming. Now I can't wait to dance to the beat, to the groove on the street. Gotta move, feel like the music got me. Come on, honey, dance with me. It's so easy, move your feet. There's nothing that can stop me. Hey, what a messy day. Had to face too many stupid cliches. Now, let the music play. This is my perfect getaway. So I dance to the beat, to the groove on the street. Got the moves, feel like the music got me. Now I'm free on my own, I can be who I want. There's no one who can stop me. If I'm feeling good, if I'm feeling bad, all I need is dance. If I'm crazy in love, or I want him out of my head, all I need is dance. It doesn't matter who you love, what you're really dreaming of. All you need is dance. It doesn't matter where you're from, if people think you don't belong. All you need is dance. So get up and move your body. Let's have some fun. So get up and move your body. It's for everyone. Come on, be true who you are. The sun is shining in your heart, so bring the light into the dark. Go, you don't have to hide. You'll be alright. Dancing in the shadow. You went to places no one knows. Got these vibes I didn't know. Maybe up through the night, dancing underneath the sky. Use the stars to light our way, fast to find a place to stay. Tell me, do you know this feeling? Like everything is fine, like you got no ceiling, making dollars out of dimes. And I feel it in my bones, from my head down to my toes. Don't lie, it's like you've never been more alive. Hey man, if I'm being honest, they didn't have to crave this day. But seeing people dancing makes all the struggles fade. Then I feel it in my bones, from my head down to my toes. Alright, now everybody is like, Yeah, this is how it goes. We're dancing in the shadow. I feel it in my bones, from my head down to my toes. That's right, this is the greatest thing in life. So get up and move your body. Let's have some fun. So get up and move your body. It's for everyone. It's for everyone. Come on, be true to who you are. The sun is shining in your heart, so bring the light into the dark. Go, you don't have to hide. You'll be alright. Yeah. Dance, 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 where you haven't been. In life, reach your limits all over. You told me look up, never had a lie. You still remember in my bed when I was crying. You so crazy, show me more groove. Never been a failure in that dance book. Can I see more? Show me how to do. Never ever gonna taste it. I'm so stoked. It's never been a joke. We rocking on the floor cause we gonna taste of. I'm so stoked. It's never been a joke. We're rocking on the floor cause we ready for show. Get up and move your body. Let's have some fun. So get up and move your body. It's for everyone. it's for everyone. Come on, be true to who you are. The sun is shining in your heart, so bring the light into the dark.
ich das nur oder spüre ich hier unangenehme Schwingungen? Schweigen wir jetzt nur noch? Redet die ältere Generation mal wieder nicht mit der jüngeren, nur um sie vermeintlich beschützen zu wollen? Das führt unweigerlich nur zum Gegenteil. Sarah, Liebling, wir sind einfach noch nicht bereit, dich gehen zu lassen. Also nichts Neues. Mom, sag doch bitte einfach, was du sagen willst. Ich mache mir halt Sorgen. Mir wäre es am liebsten, wenn du in Hamburg bleiben würdest. Du hast dort unsere Unterstützung, unsere Hilfe, Ich deine... will auch irgendwann mein eigenes Leben leben. Ihr beide seid immer für mich da und dafür liebe ich euch. Aber die Welt ist nicht so grausam, dass man sich ihr nicht stellen kann. Du hast doch gar keine Ahnung. Die Welt ist groß. Und ein nettes Mädchen mit einer Behinderung verliert sich leicht. Paula. Ist doch Mom, so. Dad, bitte. Wir haben doch schon drüber geredet. Ilmenau ist doch keine so große Stadt. Und Richard Turner hat mal gesagt, dass die schlimmsten Behinderungen Faulheit und Prokrastination sind. Schatz, sie hat doch recht. Ich bin froh, dass Sarah auf eigenen Beinen stehen will. Das zeigt doch nur, dass wir sie selbstbewusst erzogen haben. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Hi. Hallo. Hi. Du bist bestimmt Sarah. Ich bin Mandy. Hi Mandy, es ist schön, dich endlich persönlich kennenzulernen. Finde ich auch. Womit kann ich helfen? Das ist wirklich nicht nötig. Trotzdem Dankeschön. Okay, hier. Das kannst du mitnehmen. Danke Mandy. Bitte gern. Ach, tragen wir die Sachen erst in mein Zimmer. Wir bringen die später nach oben. Okay. Ist noch was da? Hier. Ich hab's. Danke, Mandy, dass du Sarah ein bisschen unterstützt. Wir haben lange gebraucht, jemanden zu finden, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Klaro. Ist doch selbstverständlich. Hast du es? Ja. Danke fürs Helfen, Mandy. Gern. Ich weiß, dass ihr euch sorgt. Aber das wird schon klappen. Wenn nicht, sage ich euch schon Bescheid. Wir haben dich unheimlich. Ich euch auch. Pass auf dich auf, Süße. Mach ich. Gute Heimfahrt. Puh.
Bist endlich die Eltern los, was? Naja, ich war ziemlich froh, von meinen Eltern wegzukommen. Die haben nur noch genervt. Färbt dir nicht die Haare, Piercings sind assi. Aber du? Du siehst nicht aus, als würde ich das jucken, was? Nicht wirklich, nein. Komm, ich führe dich ein wenig durch die Bude rum. Okay, ich komme. Auf jeden Fall hatte ich schon Haarfarben, da würde meine christliche Großmutter einen Herzanfall bekommen. Bunte Haare? Klingt aber schön. Kann ich mir nur vorstellen. Oh Mann. Das tut mir... Ich bin aber auch echt blöd. Nein, kein Ding. Da muss man nicht die ganze Zeit drauf achten. Wollen wir heute noch was unternehmen? Ich habe zwar nachher eine Einführungsveranstaltung, aber im Moment würde ich mir gerne die Beine vertreten. Die Vereinsvorstellung ist heute. Das könnte und sollte dich interessieren. Vereine, Clubs und Hobbys sind das Beste am Studieren. Und wenn wir wieder zurück sind, helfe ich dir im Auspacken deiner Sachen, okay? Klingt gut. Gehen wir? Gut. Ich mache mich noch kurz fertig und dann gehen wir los. Okay, perfekt. Ach, ich mag Ilmenau. Weißt du warum? Nein, sag's mir. Ach, Ilmenau. Wenn es eine Person wäre, würde ich sagen, Ilmenau hat es faustdick hinter den Ohren. Hi. Aber Ilmenau ist eben eine Kleinstadt. Hier kennt man echt jeden. Du wirst hier öfter hören, Ilmenau ist das, was man draus macht. Und ich sag dir, du wirst noch erkennen, warum. Dir wird nie langweilig hier. Die Universität herrscht über die ganze Stadt. Nur wegen der Uni gibt's hier Feste wie das Streetfood Festival, das Impuls Festival, das Filmleben Festival. Es gibt sogar ein Bergfest und 100 andere Veranstaltungen übers Jahr verteilt. Ja, wären die viele Vereine nicht, dann wäre Ilmenau ausgestorben und niemand wird hier gern studieren. Und aus dem schönen Spruch Ilmenau himmelblau wäre nur noch Ilmenau himmelgrau. Dann bin ich ja froh, dass ich hergekommen bin. Und was gibt's sonst noch über Ilmenau zu wissen? Ja, eigentlich ist in Ilmenau der Himmel fast immer grau. Es fühlt sich manchmal an wie in einem Loch irgendwo am Arsch der Welt. Nur, dass dieses Loch inmitten von Deutschland liegt. Ja, der Wind bläst über den Kickelhahn und die Sonne erstrahlt nur selten die schönen Nelson-Mandela-Brücke über den Gleisen. Der Winter ist eiskalt. Schnee gibt es schon im Oktober und manchmal auch im Mai. Der Sommer ist ganz okay. Aber was gibt's Schöneres als eine lange Prüfungsphase in der wärmsten Zeit vom Jahr? Bitte erzähl mir noch nichts von Prüfungen. Keine Sorge, ich erzähle lieber, was du auf gar keinen Fall verpassen darfst. Komm mit, da vorne sind ein paar Vereine, die du unbedingt kennenlernen musst. Also, da vorne links ist gleich der Schachclub, neben der Sportverein und der Studentenclub. Auf der anderen Seite rechts ist der HFC, unser Hochschulfilmclub. Gleich daneben sind unsere Musikpeople. Und genau, als letztes hast du hinten auf 12 Uhr unsere elektrisierenden Tanzgruppen. Die bombastischen Hip-Hop-Girls, die Wetshirts und unsere entzückenden BAB. Was? Was ist BAB? Ach, das sind unsere Belly-, Afro- und Bollywood-Tänzer. Hinzu gibt es noch ein paar andere, uninteressantere Sportarten. Hast du dir schon mal überlegt, was du machen willst? Hast du irgendwelche Vorlieben? Alles mit Musik, würde ich sagen. Meine Mama singt im Gospelchor und wir haben schon immer gerne zusammen gesungen. Ich wollte schon immer mal... Hey, kannst du nicht aufpassen? Sorry, es tut mir leid. Ey, pass du doch auf, Arsch! Entschuldige dich doch wenigstens. Ist okay? Ja, sowas bin ich schon gewohnt. Siehst du irgendwo einen Musikverein? Ja, komm. Hier. Hi, ich bin Emma. Ihr seid wohl auch Musikfans, was? Ja, total. Welche Musikgenre singt ihr denn so? Also, welche Komponisten habt ihr im Repertoire? Ach, es gibt so viele schöne A-Cappella-Stücke in den verschiedensten Epochen und Stilen. Toll. Wenn ihr auch Werke internationaler Komponisten im Repertoire habt, dann singt ihr in verschiedenen Sprachen, oder? So ist es. Wir wollen uns weder auf eine Sprache noch auf einen Stil festlegen und probieren gerne immer wieder was Neues aus und freuen uns sehr über Input. Ich bin begeistert.
Na, dann komm doch einfach mal vorbei. Wir machen jeden Dienstag um 18 Uhr Probe und freuen uns immer über neue Stimmen. Super, ich komme gern. Danke. Danke. Ciao. 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 Komm, wir gehen da nach. Was gibt es denn für Tanzkurse? Wir haben ein crazy vielfältiges Angebot. Wir tanzen hauptsächlich Hip-Hop, Dancehall, Contemporary, Afro-Dance, Street-Dance, Bollywood Jazz, Breakdance und viel mehr. Schau mal, hier sind alle Trainingszeiten aufgelistet. Sorry. Habt ihr auch Kurse für Anfänger oder habt ihr nur Kurse für Fortgeschrittene? Wie, wen meinst du? Meinst du dich? Ja, klar. Oh, also, mit Blinden habe ich keine Erfahrung, aber wird schon gehen. Komm einfach mal vorbei zur Audition, wo wir die Tänzer für die Anfängergruppe auswählen. Es gibt eine Audition für die Girls Crew und eine für die Boys Crew. Alles klar. Werde ich machen. Sehr gut. Danke. Danke. Hier, dein Flyer. Steigst du noch ein oder soll ich da helfen? There's no words. Got me searching for the right adjective for fun. Now I can't sleep in this bed just thinking about her. I'll be lost without. There's no doubt it's gonna bring me down. 'Cause I can hold my breath under the water. Zusammen einkaufen gehen oder wollen wir, ja? Klingt gut. Können Okay, wir gerne. cool. Aber du, hey, ich habe jetzt gleich meinen ersten Vorbereitungskurs. Ja, ich muss auch noch schnell was erledigen, bevor ich meine Schicht übernehme. Okay. Wir sehen uns dann später. Ja, klar. Schaffst du es allein? Ja, klar. Ich habe ja meine AA mit Brother Smith. Okay, wir sehen uns dann später. Bis dann. 'Cause I can hold my breath under the water. Yeah, I can take the pain, it doesn't bother me. But I wouldn't last a second without your love. No, I couldn't last a second without your love. Lock me outside, leave me in the cold. Abandon me here, baby, to the wall. Öffne Kamera. Newtonbau. Trumboldbau. Nun fühlst du dich alleine, doch das ist das, was du wolltest. Doch komme, was wolle, du gehst den Weg Schritt für Schritt, denn du wirst vom Altsein wissen, wer du bist. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du nicht mehr weiter weißt, oh.
tu. Alles verschwimmt, sieht unerkennbar aus. Wenn du nicht mehr weiter weißt, folge deinem Herz, folge deinen Weg, wohin er dich auch führt. Sorry, ist hier noch frei? Ja, klar. Danke. Herzlich willkommen zu der heutigen Einführungsveranstaltung, die auf das Studium für Menschen mit Beeinträchtigung vorbereiten soll. Vorbereitungskurs auf das Studium für Menschen mit Ich Beeinträchtigung. freue mich, Sie alle an unserer Uni begrüßen zu dürfen. Während der Veranstaltung weise ich Sie in den Universitätsalltag ein, zeige Ihnen, wie Sie manch eine Hürde meistern können. Also zunächst beginnen wir mit Gibt es noch weitere Fragen? Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie, ich habe doch eine Frage zu dem JAWS-Programm mit Sprachausgabe. Können Sie mir vielleicht erklären, wie ich meine Breitzeile direkt in JAWS integriere? Gerne. Einen Augenblick bitte. Ich hole meinen PC raus. Vielen Dank. Na, wie war denn dein Kurs so? War richtig hilfreich. Gut, dass die Uni sowas anbietet. Klar, es ist 2020. Heutzutage ist das doch kein Problem mehr. Kannst du mir ein Brett und ein Messer reichen, dann schneide ich die Tomaten. Hier? Danke.
Und hier. Danke. Und was hast du noch so gemacht heute? Vor meiner Schicht habe ich noch meine Seminararbeit für den nächsten Monat geplant. Wo arbeitest du denn? Ich arbeite in einer kleinen Bar in der Stadt. Soll ich nicht lieber die Tomaten schneiden? Und du kannst den Salat hier rupfen. Ich schaff das schon. Ich mach das nicht zum ersten Mal. Toll. Jetzt habe ich mich geschnitten. Siehst du, hättest du mal den Salat gerupft. Spinnst du? Warte kurz. Ich hol dir ein Pflaster. Sonst tropfst du dir noch alles mit Blut voll. Hab gegen mich keinen Groll, aber ich hab's dir doch gesagt. Gib mal deine Hand her. Was mit deiner Verbrennung? Halb so wild. Der Schreck war größer. Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Ist schon okay. Ich sag dir schon, wenn ich Hilfe brauche. Ich bin dir richtig dankbar, dass du mir helfen möchtest. Aber ich brauche nicht noch eine Mutter, okay? Mir reicht eine. Okay. Ich weiß Bescheid. Komm, lass uns weiter kochen. Okay. Aber das Essen war gut, ne? Es war sehr gut. Hast du gut gekocht? Ja, also, okay, also ich finde ja, vielleicht möchte ich die Nudeln so ein bisschen weich gekocht. So. Vielleicht standen sie ein bisschen zu lange. Sie so ein bisschen aber Gemüse war gut. Es war sehr gut. Und die Tomaten waren sehr gut geschnitten. Dankeschön. Aber lass uns lieber von dir reden. Also, ich komme gleich mal zum Wichtigsten. Wie sieht's bei dir mit Jungs aus? Ach, oder stehst du eher auf Mädels? Nein. Wieso denkst du so? Hey, kein Grund zur Panik. Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Wahrscheinlich, weil ich sehr christlich erzogen wurde. Aber nein, ich habe keinen Freund oder eine Freundin. Hatte ich noch nie. Okay. Also, ich verstehe mich nicht falsch. Ich habe gar kein Problem damit. Ich habe nur noch keine Erfahrung gesammelt. Glaub mir, das wird sich in Ilmenau sicher ändern. Und du? Wie sieht's bei dir aus? Stehst du vielleicht auf Mädchen? Ach, ich hab da echt keine Präferenz. Das Geschlecht ist bei mir zweitrangig. An erster Stelle steht der Charakter, in den ich mich letztendlich verliebe. Auch eine noble Ansicht. Und datest du gerade jemanden oder nicht? Nobel? Eher Pan. Aber ich bin im Moment nicht so der Beziehungstyp. Ich habe außerdem einfach keinen Bock auf irgendwelche Affären mit Alkoholikern, Wahnsinnigen, Pennern, Beziehungspanikern, instabilen Neandertalern, emotionalen Flachwichsern oder Perversen. Deshalb warte ich lieber auf den tief reifenden, saftigen, knackigen Apfel. Sag doch gleich, dass du auf alte Säcke stehst. Du Dulli, das war metaphorisch gemeint. Weiß ich. Das freut mich. Wo kommst du eigentlich noch mal her? Aus Hamburg. Oh, so ein weiter Weg. Wie bist du auf Ilmenau gekommen? Wieso so weit weg? Ich habe mich umgehört und habe mitbekommen, dass die Uni, was mein Fach angeht, statistisch gesehen in den letzten Jahren bessere Leistungen für Menschen mit Behinderung erzielen konnten. Und außerdem wollte ich möglichst weit weg von zu Hause sein. Hä? Ich dachte nicht. Nein, es ist nur...
Meine Mom. Wenn es nach ihr ginge, müsste ich für immer in Hamburg bleiben. Ich will mein eigenes Leben leben, weißt du? Ja, das kann ich verstehen. Als Einzelkind hat meine Mutter immer ihre Wünsche und Träume auf mich projiziert. Irgendwann war mir das einfach zu viel. Das Malen war immer eine Art, dieser Realität zu entkommen. Musik hilft dabei immer. Ja. Ich liebe Singen, spiele ein bisschen Klavier und Violine. Aber mein größter Traum ist es, irgendwann tanzen zu können. Ich habe nicht immer so schlecht gesehen wie heute. Vor einigen Jahren habe ich noch versucht, Ballettunterricht zu nehmen. Aber dann wurde es schlimmer. Ich liebe einfach diese auf den Klang getakteten Bewegungen. Wenn die Melodie ansetzt und die Lichter aufgehen, hört sich jeder Ton unendlich scharf an. Alles so klar und zugleich so verschwommen. Ein Klang, ein Tanz, ein Gefühl und ein weiterführendes Erlebnis in die Welt der Melodie. Ich bin zwar kein La La Land-Fan, aber lass uns lieber eine Runde tanzen, bevor du hier anfängst, melancholisch zu werden.